Einige haben mich nach meinem letzten Video zu den Nährwerten in Lebensmitteln gefragt, wie ich diese Excel-Tabelle überhaupt gebaut habe. Deshalb kommt jetzt hier ein kurzer Nerd-Exkurs zu 5 Tricks in Excel, die du vermutlich noch nicht kennst. In der Nährwerttabelle aus meinem letzten Video sind es tatsächlich nur 2 einfache mathematische Berechnungen. Einmal die verwendete Menge an Essen multipliziert mit der Nährstoffmenge in der Zelle. Und daneben eine einfache Prozentrechnung. YFood in Spalte B ist der Grundwert und unsere berechnete Nährstoffmenge des selbstgemischten Getränks in Spalte Q ist der Prozentwert. Und jetzt kommen wir zu den richtigen Tricks. Dropdowns. Stell dir vor, du hättest eine große Firma. Du verkaufst Armaturen an Großkunden. Du hast viele Interessenten, viel mehr als ich in meiner Liste, und du möchtest den Bestellstatus nicht immer selbst reinschreiben, sondern schnell aus einem Dropdown auswählen. Wir listen dafür im gleichen Dokument auf einer zweiten Seite einfach alle möglichen Auswahlmöglichkeiten auf. In der Kundenliste wird dann der gesamte Bereich markiert, der ein Dropdown bekommen soll. Dann gehst du im Hauptmenü auf Daten, dort auf Datenüberprüfung und im Fenster, das sich öffnet, wählst du die Liste aus. Die lässt sich darunter dann definieren. Am besten, indem man auf den Kasten hier klickt und dann den Tab in dem Bereich in der Tabelle direkt auswählt. Diese Daten werden dann in einem für Excel chiffrierten Format gespeichert. Du bestätigst die Eingabe mit Klick auf das gleiche Symbol und Excel fügt die Auswahl in deine Datenüberprüfung ein. Dann klickst du auf OK und schon kannst du eine Dropdown-Liste in deiner Tabelle nutzen. Automatisch einfärben. Wenn du möchtest, dass sich deine Zellen automatisch einfärben, sobald sie etwas Bestimmtes enthalten, nutzt du die bedingte Formatierung im Hauptmenü unter Start. Im Dropdown der bedingten Formatierung wählst du Neue Regel aus. Du wählst dann Nur Zellen formatieren, die enthalten aus und stellst dann die Regel ein als bestimmter Text. Im Freifeld lässt sich dann der Text eintippen. Man kann auch hier durch Klick auf das Tabellensymbol eine bestimmte Zelle auswählen, aber für veränderlichen Text ist das nicht so sinnvoll. Mit Klick auf Formatieren lässt sich die Zellfarbe und Schriftfarbe und Ähnliches festlegen. Und so definieren wir Stück für Stück jede Auswahlmöglichkeit in einer anderen Farbe. Doch wenn man jetzt weiter unten im Dropdown einen Status auswählt, dann ist dieser nicht eingefärbt. Warum? Um diese Farbgebung jetzt also auf alle Zellen der Spalte anzuwenden, wird wieder die komplette Spalte markiert. Im Menü Start unter Bedingte Formatierung unter Regel verwalten kann man sehen, dass die Regel nur für die eine Zelle definiert und angewendet wurde. Und deshalb ändern wir das jetzt manuell um auf alle Zellen dieser Spalte. Und wie man sehen kann, sind jetzt auch alle weiteren Auswahlen eingefärbt. Diese Einfärbung überlebt auch sämtliche Sortierungen und Filter, egal ob man nach Stückzahl sortiert, nach Namen sortiert oder nach Farben sortiert. Zahlenwerte einfärben. Die Stückzahlen sind sehr unübersichtlich. Excel bietet mit der bedingten Formatierung ein starkes Tool, um mit Farbskalen Werte abgestuft einzuordnen. Gibt es jedoch sehr hohe oder sehr niedrige Ausreißer, so wird eine Abstufung schnell sinnlos. Über den Regeltyp Regeln zum Hervorheben von Zellen lassen sich verschiedene Stufen definieren, zum Beispiel 100 bis 1000, und diesen lässt sich eine vorgefertigte Farbe zuweisen. Etwas mehr Freiheit hat man aber über eine neue Regel. Über alle Zellen basierend auf ihren Werten formatieren, lassen sich Werte und Farben exakt festlegen und man kann abgestufte Farbskalen auch einfach mit klar festgelegten Farben kombinieren. Farben lassen sich aber auch für Zellen festlegen über Bedingungen.
Ist zum Beispiel das Produkt Blue Steel 4562, dann wird die Stückzahl stahlblau eingefärbt. Das funktioniert dann natürlich auch nur bei Zellen, in denen der eingegebene Name auch drin steht. Und es reicht nicht, wenn nur ein Teil des Namens drin steht. Es muss 1:1 übereinstimmen. Anschließend kann man hier wieder nach Farben sortieren lassen. Excel kann übrigens auch automatisiert ein bestimmtes Datum einfärben. So kann ich über bedingte Formatierung und nur Zellen formatieren, die enthalten, als Zellwert das Datum auswählen und einstellen, dass immer das heutige Datum hervorgehoben werden soll, damit ich die aktuellen Aufträge immer im Blick habe. Summen mit Bedingungen. Will man nur die Bestellungen eines bestimmten Interessenten zusammenrechnen, bietet Excel vielfältige Möglichkeiten, das händisch auszurechnen, indem man nach dem Interessenten sortiert und dann die Zahlen einfach markiert und unten in der Fußzeile den Wert abliest. Aber Excel kann noch mehr. Über die Formeln kann man Bedingungen fürs Berechnen festlegen. Der Formeltyp nennt sich Summe wenn s. Zuerst werden 2 Bereiche festgelegt. Als erstes der Berechnungsbereich und danach der Bedingungsbereich. Für den Bedingungsbereich wird in Anführungsstrichen die Bedingung hingeschrieben. Dann könnte man die Klammer schließen und es würde unabhängig vom Status alles zusammengerechnet, was der Interessent 2 bezahlt, bestellt oder angefragt hat. Möchte man aber nur berechnen, was auch bezahlt wurde, muss man eine zweite Bedingung hinten anschließen, indem man einen zweiten Bedingungsbereich festlegt und anschließend die Bedingung wieder in Anführungsstriche hinschreibt. Hier wurde jetzt nur berechnet, was Interessent 2 bereits bezahlt hat. Falls Interessent 2 einen neuen Posten bestellt und dann bezahlt, wird dieser dann automatisch hinzugerechnet, sobald sich der Status ändert. Uhrzeiten ausrechnen. Excel rechnet aber auch in anderen Zahlensystemen und kann unter anderem auch Uhrzeiten ausrechnen. Für die Arbeitszeitabrechnung ist das äußerst hilfreich. In unserem Beispiel sind in Spalte B und C die Anfangs- und Endzeit notiert, in einer anderen Spalte der Preis pro Stunde. Schreibfaule Anwender wie ich nutzen übrigens Tastenkürzel, zum Beispiel Steuerung und Doppelpunkt bzw. Steuerung Shift und Doppelpunkt, um Datum und Uhrzeit automatisch einzutragen. Um sich die Dauer der Arbeitszeit zwischen Start- und Endzeit als Dezimalzahl ausgeben zu lassen, reicht eine einfache Formel. Man berechnet Endzeit minus Startzeit mal 24. Das funktioniert wirklich. Wir testen es aus. Hier müsste jetzt genau 1 Stunde stehen. Und das passt. Gebe ich 1 Minute mehr ein, wird aus der Stundenzahl eine kryptische Kommazahl. Sobald ich die Endzeit ändere, ändert sich auch die Dezimalzahl der Stundensumme. Beginnt man vor Mitternacht zu arbeiten und endet nach Mitternacht am Folgetag, ist es etwas kniffliger. Man benötigt eine Formel mit einer Bedingung. Diese prüft, ob die Startzeit kleiner als die Endzeit ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird ein Tag dazugerechnet. Unsere Wenn-Formel sieht dann also folgendermaßen aus. Erst die Bedingung, wenn b kleiner als c ist. Dann die Folge. Dann wird c minus b berechnet. Dann die Ausnahme. Ein Tag, also die Zahl 1 plus c minus b. Fertig. Und schon hat man die korrekte Zeit. Diese muss man nur noch mit 24 multiplizieren, um wieder eine Dezimalzahl zu bekommen. Ich hoffe, euch können die 5 Tricks irgendwie weiterhelfen. Lasst gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo da, das hilft mir sehr. Und nächste Woche gibt's wieder den normalen Content. Und bis dahin, ciao.